Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind immer noch am Alpenwall unterwegs und werden uns heute noch mal ein paar weitere Stellungen bzw. Bunker oder besser gesagt Werke des Alpenwalls anschauen. Und wir sind jetzt hier schon ein bisschen hochgegangen. Im Hintergrund hört man noch die Straße, die hier durchgeht, die halt auch wieder zur damaligen Zeit halt entsprechend geschützt werden sollte, weil das einfach der effektivste, einfachste Weg ist, um hier durch die Berge zu kommen, und die wurden natürlich damals entsprechend abgesichert. So, wir sind jetzt hier am Bahnübergang, eine Unterführung durchgegangen und müssen jetzt hier noch weiter hoch, und da müssten irgendwann mal entsprechende Werke kommen, und da sind wir einfach mal gespannt, was das dann in dem Fall ist. So, wir müssen uns hier erstmal wieder zum Waldstück hochkämpfen. Wir haben hier im Hintergrund oder hier parallel dazu ein Gleis liegen. Hier fahren auch Züge, deshalb sollte man hier auch nicht irgendwie den Verkehr hier stören. Das wäre sehr, sehr schlecht. Und gleichzeitig sind hier solche, wie nennt man das denn, diese Schutzzäune gegen Lawinen und Steinschlag und so weiter. Das sieht man hier ganz gut. Und hier müssen wir irgendwie durch. Und das Gelände geht halt schon wieder so. Sieht man eh nicht auf der Kamera. Hört man nur an meinem Gekeuche. Ich habe auch gerade schon gesagt, diese Zäune hier, die sind so gewaltig. Die sehen so ein bisschen aus wie bei Jurassic Park. Die großen Zäune, die unter Strom stehen. Als ob da hinten irgendwo irgendwelche Dinosaurier gehalten werden. Aber wie gesagt, ist nur für Steinschlag und so weiter, weil hier unten gibt es noch entsprechende Parkplätze und so weiter und die Straße. Und wenn da hier einmal was in Bewegung kommt, dann war's das. Ihr seht da auch riesiger Baum hier, der hier auf diesen Zaun gestürzt ist. Jetzt runter müssen, ey. So, mal gucken, das Ziel hier erreichen. So, hier müsste man jetzt richtig sein. Hier geht nämlich noch eine alte Burgmauer weiter. Von einem alten Schloss, einer alten Burg. Ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert die ist. Der zieht sich hier noch bis da oben hin. Diese Burgmauer, dieser Burgwall. Da oben wird es halt immer steiler und hier unten ist halt eine Burg. Und ich glaube, hier in dem Bereich müsste jetzt der Bunker sein. Da ist auch schon der ganze Strommast. Der Strommast sage ich schon, das ganze Fangnetz ist schon kollabiert. Ist auch irgendwas drauf geflogen. Ja, schaut mal Leute, was wir hier für ein Relikt haben. Das könnte durchaus, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das von einer Granate sein könnte oder einfach nur, das ist sehr massiv, aber sehr dünn. Das könnte wahrscheinlich was anderes sein. So Leute, jetzt sind wir hier runter und jetzt haben wir hier noch wieder so ein Fangnetz, aber ihr könnt es schon erkennen, dieses komische Etwas hier vor uns müsste der Bunker sein. Beziehungsweise ein Teil davon. Aber wir können hier Gott sei Dank durch. Irgendwie. Und hier ist halt diese Mauer, die ist auch hier durchbrochen. Pass auf, hier ist wieder so ein Baum mit
mit Dorn. So, wir müssen immer aufpassen, wir sind echt hier übel am Abhang. So, und schaut mal hier. Gut getarnt. Da ist das Objekt. So ein richtiger Turm ist das hier diesmal. Hier sind die Klappen. Die kriegt man jetzt gar nicht auf, weil hier ist übel Material vorgerutscht schon. Wahrscheinlich von dem Hang. Hier sieht man auch die Belüftungsklappe. Seht ihr mal, wie das hier schon zugewuchert ist oder Material drauf gefallen ist. Da steht noch eine Nummer dran. 251. Das ist einer dieser Belüftungsvorrichtungen. Davon wird es mehrere geben, aber wir können das hier erkennen. Es ist schwierig. So, ihr könnt hier erkennen, hier liegen auch schon Steine drauf. Das hat man auch alles mal abgesichert. Hier kann man das halt noch gut erkennen, dass es sich um Bunker handelt. Hier sind schon, ist wie so eine Art feines Netz, Metallnetz drumherum gelegt worden und das hat man dann halt mit Mörtel und so weiter halt zugespachtelt. Ihr könnt das sehen, das ist ziemlich flexibel. So ein Metallgewebeband, sage ich jetzt mal. So, und hier geht das ganze Ding halt weiter, ne? Da ist sogar eine Klappe offen. Und jetzt müssen wir noch mal irgendwie den Zugang hier zu dieser Anlage finden. So, hier könnt ihr jetzt noch erkennen, wir haben jetzt hier die Klappen wieder. Und die lassen sich sogar bewegen. Hier, schaut mal. Oh, die jetzt hier zumachen. Guckt, Leute. Nicht zu erkennen. Einfach ein Fels. Keiner ahnt was. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier jetzt einen Zugang finden. So, ich gehe jetzt hier eben kurz runter. Gucken, ob hier was ist. Ich gehe aber nicht auf das Gleis. Nur hier an der Seite mal gucken. Ach du Scheiße, hier ist Stacheldraht, Leute. Schaut mal hier. Das ist natürlich richtig übel. Hier ist wieder so ein blöder Baum gewesen mit Dorn. Hey. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Das ist ein Zugang. Das ist ein Zugang. Ey, das ist eine richtige Zwergentür. Guckt euch das mal an, ey. Boah. Junge. Ja. Schaut mal, Leute, das ist jetzt die Tür von innen. Ja, und hier sind überall dicke Spinnen und Spinnenkokons. Und hier ist nochmal so eine Zwischentür, ne? Krass. So, gucken wir mal hier. Da sitzen die dicken Tierchen. So, die geht wahrscheinlich nicht auf hier, ne? Boah, Junge. Nicht erschrecken, hier ist eine dicke Grille. Es scheint wieder ein Bunker zu sein. Der nachgenutzt wurde, außer Nachkriegsjahren umgebaut wurde. Hier können wir eine Leiter hoch. Das werden wir uns gleich anschauen. Das ist wahrscheinlich jetzt, was wir von außen sehen. Dieser Turm, sage ich jetzt mal. Oh, Junge, hier sind wirklich ganz dicke Brocken. Oh. Wow. Der ist auch komplett anders. Wieder hier. Hier ist wieder. Hier sieht man nämlich auch mal die Pfeilrichtung, wie das Ganze halt bewegt werden muss. Also in diese Richtung. Das ist für die Belüftung hier in den Kampfräumen.
Kommunikationseinrichtungen, Wassertanks. Draußen würde nämlich jetzt gerade ein Zug herfahren wieder. So, hier ist wieder eine große Tür. Die kann man nicht mehr bewegen, die ist festgerostet. Und das hier sind Stände, wo wahrscheinlich die Gewehre aufgerichtet reingestellt werden. Und für den Gewehrkolben, also nach oben hin praktisch. Mit der Mündung vom Gewehr logischerweise. Ja, hier sind noch die ganzen Stecker. Und hier ist dann der Kampfraum für Maschinengewehr. So, das wird ein Seilzug gewesen sein draußen, der ging hier rum für die Klappen. Hier ist das Maschinengewehr, was draufgesetzt wird. Boah, das sind noch üble Spinnen, ey. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Ja, hier eine weitere Vorrichtung für das meine ich halt mit Funktionstüchtigkeit, also dass man das überhaupt halt noch drehen kann. Weil es gibt viele Sachen, die sind einfach festgerostet. Die kann man überhaupt nicht mehr bewegen. Hier jetzt eine kleinere Tür, die lässt sich noch bewegen. Also die ist deutlich kleiner hier, wenn ihr das mal seht. Wirklich so richtig für Zwerge. Und dann passt das auch ganz gut mit der Eingangstür. Oh, das kriegst du nicht mehr auf. Wow. Die bremst irgendwie so komisch. Okay. Oh, muss ich mich nochmal durchquetschen. Oh, ja. So, und hier. Ja, hier ist wieder irgendwas verrottet. So ein, ja, wie so ein Tarnnetz. Das hat man schon mal gefunden. Der Lederriemen ist hier noch erhalten und hier seht ihr noch rudimentär so ein bisschen das restliche Tarnnetz. Und hier oben sind jetzt mal die Anschlüsse dran, die wir in der letzten Zeit halt so abgebrochen gesehen haben, wo sich die Soldaten praktisch anschließen konnten. Und draußen diese Handkurbel war jetzt halt diese Belüftung halt gewesen dafür. Hier ist auch irgendwie dieser Ständer draufgestellt worden. Komisch für die Gewehre. Das ist aber irgendwie fest. Ach so, ja gut, man hat das jetzt nur gesichert. Ich dachte gerade, das ist hier nicht normal. Das ist hier wieder für das Gewehr. Auch das Teil hier oben, man hat das jetzt einfach hier genommen, um diese Scharte hier zu sichern, dass hier keiner reinkommt. Ja gut, das wird ja hier wahrscheinlich irgendwo stehen, wahrscheinlich hier drin oder so. Hui. Oh, hier oben ist eine kleine Fledermaus, sehe ich gerade. Die wollen wir jetzt nicht weiter stören. So, jetzt müssen wir nämlich nochmal irgendwie hier auf den Turm hoch. Hier ist noch die ganze Elektrizität, die Schaltkästen dafür. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Hält die Leiter dann hier noch? Ja, die hält noch, okay. Junge, das ist hier so ein bisschen wie im Horrorkabinett. Überall riesige Spinnen. Überall sind sie sich gerade am Bewegen. Hat man gleich irgendwie das Gefühl, dass gleich einer im Nacken sitzt. Ja, man hat jetzt eigentlich keine direkte Spinnenphobie, aber die sehen schon immer speziell aus hier. Aber es sind keine Skorpione, nur noch dicke Grillen. Okay. Ja, das ist zumindest der Turm jetzt hier. Hier oben ist nochmal was für die Belüftung. Und hier könnt ihr 360 Grad so gesehen schießen bzw. observieren. Ich denke mal eher observieren. Und dann unten den Maschinengewehren praktisch die Information geben. Ja, Melanie sagte gerade, sie hält es nicht mehr aus. Hier sind überall Kokons, also das ist hier echt das reinste Spinnenparadies. Ja, man will jetzt die Tiere auch nicht weiter stören. Ne? Aber ihr habt es ja mal gesehen, hier ist nämlich noch so ein Gitter, was man hier runterklappen konnte. Das ist aber festgerostet. Das ist auch so. Ich kann nicht. Ja, dann geh erst mal raus. Ich weiß nicht, wo ich hergehen soll. Wir sind überall. Ja, geh erst mal raus.
Die machen nichts. Hoffe ich. So. Ja, das ist ja normal. Die sind jetzt hier auch kein Licht gewohnt, deshalb stören wir die mal nicht weiter. Ja, also das ist zumindest der zweite Turm von so einer Anlage, den wir jetzt gefunden haben. Das ist relativ selten. Aber das zeigt halt wieder den Aspekt, wie viele verschiedene Anlagen es gibt. So, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Ja, überall sind die hier. So Leute. Ja, und von diesen riesigen Grillen oder was das hier ist. Ja, es ist aber normal. Hier oben, guck mal hier. Ja, ich weiß, da oben waren genau solche großen. Ja, man ist es nicht gewohnt einfach, ne? Bei uns die kleinen Dinger, hast du vielleicht mal so eine große Hausspinne, aber die, dadurch, weil der Körper da hinten auch so komisch gefärbt ist, hat man so einen Respekt auch, ne? So wie so eine Warnfarbe. Was ist das denn? Ich weiß nicht, sieht aus wie so eine Art Reagenzglas. Keine Ahnung. Bestimmt mal einer reingeschleppt. Wüsste ich jetzt nicht, für was das sein soll. Hier ist unten auch noch ein Stück von dem Tarnnetz. Aber spannend. Die Tür ist halt echt cool, ne? Das ist so eine richtige Zwergentür aus Herr der Ringe hier. Oder aus so einem Hobbit. Klasse. Oh, lass mal raus hier. Leute, wir haben die Zwergentür verschlossen. Also ihr müsst den Spruch dann, wie war das bei Herr der Ringe? Sprich Freund und tritt ein. Das ist hier der Slogan, sonst kommt ihr hier nicht rein. Und ja, hier oben seht ihr praktisch nochmal den Turm, den wir gerade von innen gesehen haben. Der ist da oben mit den Schießschaden hier. Aber das ist schon echt cool. Also das waren wirkliche Tarnungsmeister hier in dem Gebiet. Krass. So, weiter unten, Leute, wäre hier eigentlich noch ein weiterer Zugang gewesen, der jetzt aber gar nicht mehr zu sehen ist. Sondern wir haben jetzt hier nur noch Schaden, 2 an der Zahl, und in diesem Bereich hier müsste eigentlich noch ein Zugang gewesen sein, den man aber jetzt nicht mehr sieht. Wir gehen jetzt hier runter, ja. So, seht ihr nochmal die Schaden. Und wenn ich die hier zumache, dann sieht das schon wieder ganz anders aus, die Geschichte. So Leute, an dieser Stelle beenden wir auch schon das Video. Es war jetzt ein kleiner Film, also eine kleine Anlage, sage ich mal, aber wirklich wieder sehr spannend, und ihr habt gesehen, welche Formationen es von Anlagen gibt, wie die gebaut sind. Immer wieder anders, ich sage es halt auch immer wieder, und es macht halt immer wieder Spaß, diese Anlagen halt zu erkunden. Es ist einfach richtig klasse. Ja, schaltet auf jeden Fall hier im nächsten Video an, was jetzt hier jetzt am Ende des Kanals folgt. Sprachstörungen, ihr merkt's. Wir sind jetzt schon sehr lange hier in dem Gebiet auch unterwegs und heute auch auf der Heimreise. Und schreibt uns auf jeden Fall was in die Kommentare, wie euch das Ganze hier gefallen hat. Und Abo und Like ist gern gesehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!